Steinschlag, Kratzer, ärgerlich und nur teuer zu beheben? Wie wär's mit einer schnellen und einfachen Methode für zu Hause? Checkt jetzt dieses Video. Heute geht es um die Ausbesserung von Kratzern und Steinschlägen mit einer alternativen Methode. Normalerweise ist die Ausbesserung von Steinschlägen schon aufwendig, zumindest wenn es ordentlich werden soll. Man reinigt die Stelle des Steinschlages, dann muss man die Stelle mit dem passenden Basislack erst einmal austupfen, ganz leicht nur. Dann muss der Lack trocknen, dann kommt eine Schicht Klarlack drauf, die wird leicht überfüllt, sodass es eine Delle gibt. Dann muss man das wiederum abschleifen und hinterher auf Hochglanz polieren. Dazu kommen noch die Trocknungszeiten des Lackes. Ungefähr einen Tag pro Schicht. Das heißt, das Ganze ist sehr zeitaufwendig und man braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, um das durchzuführen. Wer gerne Zinnfiguren anmalt, der hat daran bestimmt Spaß. Bei einem Steinschlag mag das alles noch gehen, aber wie sieht es aus, wenn man 5, 6, 10 oder 20 Steinschläge auf einer Motorhaube hat? Das wird dann schon sehr aufwendig. Teurer wird die Reparatur von Kratzern, wenn zum Beispiel nachlackiert werden muss oder ein ganzes Bauteil neu lackiert wird. Auch beim günstigen Smart Repair können Schnellkosten von 100, 200 oder 300 Euro entstehen und die komplette Neulackierung eines Teiles kostet natürlich noch mehr. Zudem steht das Fahrzeug bei beiden Methoden einige Zeit beim Lackierer, manchmal sogar mehrere Tage, bis alles richtig getrocknet ist. Wem das alles zu teuer oder zu zeitaufwendig ist, für den zeige ich heute eine Methode, um solche kleinen Lackdefekte schnell und einfach selber auszubessern. Ich habe dafür heute zwei Hersteller von Ausbesserungssystemen im Vergleich, einmal Dr. Color Chip und einmal Chipex. Die Arbeitsweise ist bei beiden Systemen ungefähr gleich. Dr. Color Chip kommt aus den USA und kostet mit Versand ungefähr 100 Euro. Chipex kommt aus Großbritannien und kostet mit Versand ungefähr 60 Euro. Bei beiden Herstellern wird das Set jeweils mit dem passenden Farbcode des Fahrzeugs bestellt. Das heißt, ihr bekommt hier nicht einfach irgendeine Farbe, sondern eine Farbe, die genau aufs Fahrzeug abgestimmt ist. Die Dr. Color Chip Box habe ich hier in Midnight Black Metallic bestellt, das ist die Farbe für meinen Mini, und Chipex in Pantherschwarz Metallic für einen Ford Fiesta. Auf den Lieferumfang der beiden Systeme werde ich gleich noch eingehen. Ich denke, ich zeige euch jetzt erst einmal die Arbeitsweise, denn zeigen ist ja einfacher als erklären. Ich behebe nun den ersten Steinschlag an meinem Mini, der ist genau hier. Ein sehr kleiner Steinschlag, den man aber doch deutlich sieht aus der Entfernung. Den Lack schüttle ich einmal auf. Und bevor ich es vergesse, das Auto wurde natürlich vorher gewaschen und die Stelle im Einzelnen noch einmal mit Isopropanol entfettet und gereinigt, damit hier auch kein Wachs oder Versiegelung mehr drauf ist. Nach Anleitung nimmt man nun etwas Lack auf einen kleinen Pinsel, tupft das neben den Steinschlag und schmiert es dann mit dem Daumen in den Steinschlag hinein. Das probieren wir jetzt einmal. Der Lack ist nun im Steinschlag und das Ganze lassen wir 2 bis 3 Minuten trocknen. Wenn die Zeit dann um ist, nimmt man diese Aktivatorflüssigkeit und gibt die auf dieses flache Tuch und nimmt dann damit die um den Steinschlag herum überflüssigen Lackreste ab. Die Lackreste landen dann in diesem Tuch. Dadurch, dass dieses Tuch kurzfaserig bzw. komplett flach ist, gehe ich quasi über den Steinschlag drüber, nehme allen Lack ab, der drumherum ist, aber der Lack, der im Steinschlag in der Vertiefung sitzt, der bleibt quasi drin und wird nicht von dieser Aktivatorflüssigkeit wieder abgelöst und landet im Tuch. Somit bleibt also Lack einfach nur im Steinschlag. Der Steinschlag ist nun ausgebessert und wir schauen uns das nochmal von Nahem an. Zum Vergleich noch einmal hier eine Stelle, wo Steinschläge noch nicht ausgebessert wurden. Und hier die ausgebesserte Stelle. Ich werde nun noch diese weitere Stelle mit diesen zwei kleinen Steinschlägen ineinander ausbessern. Lack hintupfen. Und reinschmieren. Dann 2 bis 3 Minuten trocknen lassen. Dann wieder mit der Aktivatorflüssigkeit den überschüssigen Lack abnehmen. Und auch hier sind die Steinschläge optisch verschwunden. Dort unten sieht man noch zwei, die noch im Lack sind. Und hier weiter oben fallen sie eigentlich nicht mehr auf. Als letztes möchte ich noch diese Schramme in der Stoßstange korrigieren. Die ist deutlich sichtbar auch auf einige Entfernung. Mal sehen, wie gut das mit dieser Methode klappt.
Ein paar Minuten später nehme ich nun vorsichtig den überflüssigen Lack ab. Ja, der Kratzer ist verschwunden und man hat auch nicht diese starke Überfüllung, wie man sie sonst hat, wenn man nur mit einem Lackstift arbeitet. Das waren nun die Arbeiten am Mini, das hat auch soweit alles ganz gut geklappt. Kommen wir nun zum zweiten Auto, diesem Ford Fiesta. Auch der Wagen wurde gewaschen und die entsprechenden Stellen mit Isopropanol entfettet. Dieser Wagen hat hier vorne auf der Motorhaube schöne Steinschläge. Genau, da und dort, da ein bisschen, dort. Und ich werde jetzt diese Stellen auch alle gleichzeitig behandeln. Ich würde sagen, es geht los. Einmal aufschütteln. Dann gebe ich den Lack in die entsprechenden Steinschläge, verschmiere ihn und lasse ihn 1 Minute trocknen. Nach dem Trocknen benutze ich auch hier die Aktivatorflüssigkeit und das dazu passende Tuch, um die überschüssigen Lackreste zu entfernen. Ich muss sagen, es sieht wirklich wieder gut aus. Vorher hatte man überall so kleine weiße Nagelstiche. Das ist jetzt verschwunden. Das sieht schon gleich viel besser aus. Kommen wir nun noch zu der Sache, die hier wirklich blöd ist an diesem Auto, nämlich dieser Kratzer. Der ist richtig heftig und wir gucken mal, wie gut wir den jetzt wieder reparieren können. Diese Stelle wurde auch schon mal angeschliffen und auf Hochglanz wieder poliert, aber das ist halt das, was übergeblieben ist. Der Kratzer ist auch deutlich mit dem Fingernagel fühlbar. Und wir schauen mal, wie gut wir das jetzt mit dem Chipex wegkriegen. Laut Anleitung soll man solche größeren Kratzer jetzt einfach mit Lack auffüllen und eine Viertelstunde trocknen lassen. Dann würde das in sich zusammen trocknen quasi und hinterher soll man dann erst mit der Aktivatorflüssigkeit die Lackreste abnehmen. Ich probiere das jetzt. Der Lack ist nun getrocknet und ich werde den überschüssigen Lack mit der Aktivatorflüssigkeit abnehmen und mal sehen, wie hinterher der Kratzer aussieht. Und aus der Entfernung betrachtet ist der Kratzer nun wirklich erstmal gar nicht mehr zu sehen. Das ist schon mal kein schlechtes Ergebnis. Nur vom ganz Nahen sieht man halt, dass hier ein aufgefüllter Kratzer ist und auch die Kanten sieht man noch leicht von diesem Kratzer. Aber das Ergebnis ist auf jeden Fall schon mal besser, als es vorher war. Wie ihr seht, sind mit diesem System Lackdefekte schnell und einfach ausgebessert. Der Lack hält dauerhaft und soll sogar einem Polierdurchgang mit der Maschine standhalten. Allerdings spreche ich hier bewusst von einer Ausbesserung und nicht von einer Reparatur. Im Gegensatz zu der anfangs genannten Methode, um einen Steinschlag aufzubessern oder gegenüber Smart Repair oder Neulackierung, findet hier nämlich keine Auffüllung eines Steinschlags oder eines Kratzers statt. Wenn ich also nah an einen Steinschlag herangehe, kann ich immer noch den Einschlagskrater sehen, beziehungsweise bei einem Kratzer eben diesen auch noch sehen oder halt leicht fühlen. Darum nenne ich das hier auch eher eine optische, dauerhafte Ausbesserung von Lackdefekten. Sicherlich wäre eine Neulackierung oder Smart Repair die bessere Wahl, um hier einen perfekten Zustand herzustellen, aber nicht immer sind Kosten und Aufwand je nach Auto dafür auch gerechtfertigt. Diese Ausbesserungssysteme sind eigentlich auch ideal, um sie nach einer Aufbereitung anzuwenden. Gerade nach einem Polierdurchgang kommen auf der Motorhaube, wenn erstmal alle Swirls und Kratzer verschwunden sind, Steinschläge richtig schön zur Geltung. Dann kann man mit solch einem System schnell und einfach hier nochmal für eine bessere Optik sorgen. Kommen wir nun am Ende noch einmal zum Vergleich der beiden Hersteller. Im Lieferumfang bei Dr. Colorchip haben wir ein Mikrofasertuch, ein Tuch für die Aktivatorflüssigkeit, es liegt der Lack bei, abgemischt auf den Fahrzeugfarbton, für den zweiten Schritt die Aktivatorflüssigkeit, 3 verschiedene Pinsel und ein Squeegee genannter Spachtel. Ja, und genau einen Einweghandschuh. Bei Chipex liegen gleich 3 Flaschen bei, schön auch mit Step 1, 2 und 3 beschriftet. Einmal der Lack, fertig für das Fahrzeug abgemischt, danach für den zweiten Schritt die Aktivatorflüssigkeit und als drittes noch eine Politur,
falls man hier noch den Lack auf Hochglanz polieren muss hinterher, nachdem man eine Stelle behandelt hat. Weiterhin in der Packung 10 Pinsel, ein Mikrofasertuch, ein Tuch für die Aktivatorflüssigkeit, ein schäbiger Handschuh und ein Schaumstoffblock. Bei beiden Herstellern gibt es verschiedene Sets mit verschiedenen Füllmengen, der Lackgröße und so weiter. Ich habe bei beiden Herstellern jetzt erstmal die größte Variante angefordert. Wenn man erstmal die Ausrüstung zusammen hat aus Tüchern und Pinseln, kann man bei beiden Herstellern noch einfach nur eine Flasche mit dem Lack ordern. Funktioniert haben beide Systeme, allerdings habe ich bei Dr. Color Chip festgestellt, dass der Lack etwas hartnäckiger hielt bzw. sich nicht so leicht mit der Aktivatorflüssigkeit wieder lösen ließ. Bei Chiplex ist es mir dann öfter passiert beim Fiesta, dass ich doch aus einem Steinschlag den Lack wieder mit herausgeholt habe mit der Aktivatorflüssigkeit. Das ist bei Dr. Color Chip nicht so schnell passiert und man musste eben keinen zweiten oder dritten Durchgang machen, wenn man hier nicht genügend Fingerspitzengefühl hatte beim ersten Durchgang. Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, weswegen ich Dr. Color Chip eher empfehlen würde, einfach weil es sich hier besser verarbeiten lässt. Generell muss ich sagen, war die Verarbeitung von beiden Systemen eigentlich sehr einfach und eigentlich auch anfängerfreundlich. Im Gegensatz zu einem Lackstift, wenn da der Lack erstmal irgendwo auf dem Lack ist und fest trocknet, dann kriegt man ihn so schnell eigentlich nicht wieder runter. Bei diesen Systemen kann man Tropfen, die daneben gehen, einfach mit der Aktivatorflüssigkeit wieder anlösen. Da kann man dann also auch nicht so viel kaputt machen. Das war jetzt mein Video zu diesen Ausbesserungssystemen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde solche Systeme bestimmt in nächster Zeit noch einmal öfter verwenden. Vielleicht mache ich auch mal ein Video davon. Und ich denke, dann gibt es vielleicht auch noch mal eine Langzeiterfahrung, ob das auch wirklich nach 3 Monaten und diversen Autowäschen immer noch auf dem Auto geblieben ist oder ob sich der Lack wieder gelöst hat. Ich hoffe natürlich nicht. Die Hersteller versprechen halt, wie gesagt, dass es auch ein Polierdurchgang mit einer Maschine standhält. Von daher sollte es ja eigentlich drauf bleiben. Ich würde sagen, das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video. So, jetzt soll es losgehen und jetzt hier noch so eine blöde Plastikpelle um die Flasche, die ich mit meinen Gummihandschuhen nicht abkriege.